aus dem Cockpit eines Jaguar XK 20 SE. Das heißt, der hier ist die stärkste Motorisierung, die es beim Jaguar XK seinerzeit gab. Ist das letzte Baujahr, also Baujahr 1954. Und dieser Wagen war damals ein wahnsinniger Erfolg. Ist dann 1948 konzipiert worden und dann in London auf der Motorshow ein halbes Jahr später vorgestellt worden und ist als Jaguar XK wirklich in die Geschichte eingegangen. Das Auto war viel schneller und viel erfolgreicher, als man je geglaubt hat. Aber wir müssen ihn jetzt erstmal ein bisschen warm fahren. Aber ihr merkt schon, der läuft klasse voll. Er hat ja eine wahnsinnige Trompete. Der hat einen richtig tollen Sportwagen-Sound. Heute haben wir ein bisschen angenehmeres Wetter. Ist nicht mehr ganz so schwül wie gestern. Muss ein bisschen mit Zug aufpassen. Tolles Auto. Also ich habe mir gerade die Akte angeguckt. Den haben wir ja gerade erst bekommen, den Wagen. Er ist voll restauriert worden. Der Wagen war vorher Jahrzehnte in den USA, in Washington, Bundesstaat Washington, und ist dann 2017 hier rüber gekommen, ist voll restauriert worden. Und das spüre ich jetzt sofort beim Fahren. Das ist ein gutes Auto, man hört das auch. Oh, er zieht schön. Also der Wagen hat in der stärksten Motorisierung, das ist unser 180 PS. Und der Wagen lief damals schon über 200 Stundenkilometer. Der hatte eine Spitze von 210, was für seinen Wagen verdammt schnell war. Er hat einen guten geraden Auslauf, wie ich merke. Und hört mal selber, der klingt toll, der Wagen. Wow, ja. Also der hat so richtig Sound. Und die Jaguar XKs sind ja heute eigentlich verhältnismäßig preiswert. Wenn man sich so viele andere Autos aus der Zeit anguckt, sind die viel, viel teurer und können sogar noch weniger als er hier. Also er kann eine ganze Menge, er klingt toll, merke ich so schon. Und das Interessanteste bei dem Auto, ihr könnt hier die Mille Miglia mitfahren. Der ist schon die Mille Miglia mitgefahren. Das sieht man auch auf den Aufklebern. Der hat auch sonst schon eine ganze Menge Rallyes mitgemacht. Also ist erprobt und gut. Auto funktioniert, ihr kommt auch an. So, nachdem ich die ersten 2-3 Kilometer gefahren bin, kann ich euch sagen, das ist ein richtig toller Sportwagen, der läuft gut, man sitzt wunderbar drin, er hat sehr, sehr schöne Details, wie ich persönlich finde, auch eine ganz, ganz tolle Farbe. Er ist halt so in diesem Mausgrau, grau-grün, ich weiß gar nicht genau, wie die Farbe heißt, aber wir haben ein Heritage-Gutachten zu dem Auto, das heißt, es ist alles dokumentiert. Er hat Matching Numbers und hat halt eben diesen tollen SE-Motor, wo man auch merkt, dass der richtig Power hat. Der Wagen ist richtig schnell. Also man kann mit dem Auto alles machen, was man möchte. Bei allen bedeutenden Veranstaltungen, Konkurs, Mille Miglia, überall teilnehmen. Immer gern gesehener Gast und was ich wichtig finde, er läuft gut. Also das Einzige, was mir auffiel, das ist halt eben 15 Jahre Auto Anfang. Man muss die Bremse gut durchtreten, Kupplung auch immer gut durchtreten, bisschen vorsichtig schalten. Aber sonst, wenn man da drauf tritt, ist das ein super Auto. Fährt sehr schön. Ja. Sehr gut. Oh. Muss halt aufmerksam fahren, das kennen wir ja schon. Ja. In die Bremsen muss man kräftig reintreten. Man merkt einfach, er hat keine Scheibenbremsen. Das gab es ja damals noch nicht, jedenfalls nicht im Serienangebot. Das waren Trommelbremsen. Aber Motor hört sich ganz gesund und ganz sauber an. Getriebe schaltet sich gut. Man muss es halt ein bisschen, wie soll ich sagen, aufmerksam machen. Also es schaltet sich jetzt nicht ganz so leicht und locker wie bei manchem modernem Auto. Aber man darf nicht vergessen, wir schreiben das Baujahr 1954. Und da war das eben alles noch ein bisschen, ja, derber zur Hand haben, sagen wir mal so. Und man musste mit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit fahren. Also ihr seht hier vorne, Meilentacho, ist ja ein US-Auto gewesen, Amerikaner. Das hat man beibehalten. Hier ist der Drehzahlmesser, hier vorne
alles noch die Originalinstrumente und Armaturen. Aber laufen tut er schön. Fährt richtig gut. Man muss so ein altes Auto mal gut kennen und kennenlernen. Die fahren sich anders als moderne Autos und sind natürlich auch ein Stück weit gefährlicher. Aber wenn ich mein Auto gut kenne und wenn ich genau weiß, wie der reagiert und was Sache ist, dann kann man den auch gut fahren. Nur immer mit ein bisschen Abstand, immer ein bisschen Vorsicht. Ist halt eine Konstruktion aus den N40ern. Das war das erste, was Jaguar gebaut hat, wieder nach dem Krieg. Und da war vieles noch nicht so weit und modern entwickelt, wie das heute ist. Er zieht auch die Steigung schön hoch, der Wagen. Und ich glaube, frieren tut man im Auto nicht. Man merkt das auch hier drin, dass er ganz gut Abwärme produziert. Ist eine 6-Zylinder-Maschine mit 3,5 Liter Hubraum. Das ist eigentlich eine ganze Menge. 3,5 Liter, 6 Zylinder, 180 PS. Das sind ja selbst für heute richtig gute Motordaten. Und wie gesagt, dadurch, dass er eine sehr, sehr aerodynamische Form hat, der Jaguar XK, ist er auch sehr, sehr schnell gewesen. Also damals über 200 Stundenkilometer. Das war ein Wort. Es gab ja kaum Autobahnen. Wo konnte man das ausfahren? Also in England nicht. Konnte es aber auf Rennstrecken ausfahren und deswegen war der XK seinerzeit auch so erfolgreich. Und ich sage mal, unser Auto kostet 150.000 Euro. Das ist für einen 120er nicht wenig, aber das ist wirklich ein gutes Auto hier. Der hat eine super Farbkonstellation, hat eine tolle Geschichte, hat Gutachten, also hat all das, was so ein Wagen haben muss, um das zum interessanten Auto zu machen. Und wenn der weiter gepflegt bleibt und gepflegt wird, auch von dem neuen Besitzer, dann verliert er auch kein Geld. Dann habt ihr jahrelang Freude mit so einem Wagen. Ja, jetzt haben wir mal den schönen Motordeckel für euch geöffnet hier vorne. Wie sieht es aus unter einer XK-Haube? Was ich schön finde, er hat diese geriffelte Motorhaube hier vorne. Finde ich sehr, sehr edel, sieht geschlossen auch toll aus, zeigen wir euch gleich noch. Und das ist die berühmte 6-Zylinder-Maschine, die ist ja so im Kern bis 1992 gebaut worden, war einer der erfolgreichsten und zuverlässigen Triebwerke von Jaguar überhaupt. Da vorne sind übrigens die ganzen Plättchen, die ganzen Originalplättchen zum Fahrzeug, die auch im Heritage-Gutachten so wiederzufinden sind. Das sind die Originale, das sieht man, die sind nicht nachgebaut, die waren immer am Auto. Ja, der Wagen zeigt sich auch insgesamt in einem wirklich schönen Zustand. Er hat hier vorne gelbe Nebellichter, das sind die Original Jaguar-Leuchten, so gehören sie, so ist das richtig. Dann hat er eine sehr, sehr schöne Karosserie, wie ich finde. Bei so einem Auto müsst ihr immer auf die Spaltmaße achten. Schaut euch das mal an. Das ist hier richtig ordentlich, sag ich mal. Ja, da oben geht es ein bisschen weit auseinander, aber ich sag mal, das kenne ich bei XK. Das sieht öfter so aus, aber die Tür sitzt gut hier drin. Muss man wirklich sagen, da hat er diesen tollen Rennverschluss hier hinten. Also er hat sehr, sehr schöne Details am Auto, was das Auto schick machen. Er hat auch hier die Speichen. Speichen hat nicht jeder gehabt. Die hatten ja sonst auch die Spets, aber die passen nicht da drauf, weil die Speichen drauf sind. Finde ich so schöner. Dann hat er die schönen verchromten Rücklichter, die auch nicht kaputt sind. Die waren ja oft angegangen beim XK. Und hinten die Doppelrohrauspuffanlage ist ein Zeichen dafür. Da ist der XK 120 mit SE-Maschine drunter mit 180 PS. Ja, schaut euch den Wagen mal an. Also alles in allem wirklich ein schöner Wagen, hat dieses tolle Holzlenkrad, auch alles in einem wirklich guten Zustand bei dem Auto. Und genauso schön wie er aussieht, fährt er auch. Also ist ein rundherum schöner Wagen. Er ist einsatzerprobt, er war auf verschiedenen Rallyes mit dabei, ist immer gut angekommen. Die sind immer ganz vorne mitgefahren. Was wir wissen, ja, was wir jetzt wissen, ist, dass diese Sammlung halt ein bisschen verkleinert wird. Deswegen wird das Auto abgegeben. Wir haben ihn jetzt gerade erst bekommen, haben uns einfach reingesetzt. Unsere Technik sagte, Mensch, der springt an, der läuft gut. Gleich losfahren, gleich Film machen. Haben wir gemacht, schönes Auto. Ja, ich mache vorne mal zu. Haben wir ja eigentlich alles gezeigt. Hat eine Zwei-Vergaseranlage. Übrigens könnt ihr hier vorne sehen, die beiden Vergaser. Ja, was hat er sonst noch? Der Original-Kühler ist da drin. Ist wie gesagt bei einer Top-Referenzadresse restauriert worden. Hier in Deutschland ist das gemacht worden. Und ich kann euch sagen, das ist gut gemacht worden. Das Auto ist nicht überrestauriert. Es gibt ja manchmal so amerikanische Überrestaurierungen, finde ich nicht so schön. Also bei dem Auto, dem sieht man an, dass es ein schöner Oldtimer ist. Und ich finde, so muss das auch sein. So muss so ein Auto auch aussehen. Ich mache jetzt mal die Haube zu. Das ist immer so ein bisschen fummelig hier mit diesem
da rein. Und das ist der klassische Grill. Kleines Detail, was wir auch gemacht haben, ist hier vorne, damit die Haube nicht auffliegt. Das ist mir beim XK übrigens mal passiert, ist dann voll gegen die Scheibe, war viel kaputt. Also mir ist schon eine XK-Haube aufgeflogen. Das ist also nicht nur Spielerei, sondern das hat wirklich einen vernünftigen Zweck. Denn wenn die Verriegelung, die da unten sitzt, das ist nämlich nur eine Haubenverriegelung, wenn die mal aufspringt und ihr fahrt schnell, dann knallt es ganz schön. Also kann ich euch aus Erfahrung sagen. Ja, sonst, man hat die Stoßstangen weggelassen. Der Wagen ist sehr sportiv gemacht, das kann man hier sehen. Da sind ja normalerweise da die Stoßstangen dran da vorne, die sind ab. Hier vorne auch. Das Auto ist halt auf sportlich gemacht und es ist ja wirklich auch ein richtig toller Sportwagen. Ja, so viel zu dem Wagen. Hier sind, wie gesagt, die Riffel vorne in der Haube zur Kühlung. Also er hat eine ganz schöne Abwärme, das haben wir eben gemerkt. Das macht auch durchaus einen Sinn. Das ist halt ein sehr, sehr großer Motor. 3,5 Liter auf 6 Zylindern, das ist eine ganze Menge. Was man beim XK120 wissen muss, also über 1,90 Meter sollte man vielleicht nicht sein. Man muss sich sonst Kerben bei den Pedalen unten machen. Und der Sitz, der geht halt nicht weiter zurück, weil die Karosserie hier einfach aufhört. Es hat ja später den XK140 gegeben, sein direkter Nachfolger. Da waren dann 7 oder 8 Zentimeter mehr Platz, deswegen hat man das gemacht. Aber knackiger ist eigentlich das Auto hier. Also ich persönlich finde den wunderschön. Schaut euch das mal an. Er hat auch Sportstoßdämpfer, er liegt ein bisschen tiefer. Also das Auto ist wirklich eine Fahrmaschine und als Fahrmaschine auch restauriert worden. Das sieht man dem Auto an. Er hat wirklich schöne Details und ich kann euch sagen, also jetzt nach den ersten 7, 8 Kilometern, der fährt wirklich gut. Das kann man merken, man spürt das. Einzige, was mir aufgefallen ist, die Bremse, da muss man ganz schön reintreten. Man muss einfach ein bisschen aufpassen, muss schön Abstand halten. Übrigens, ein XK120 hat auch ein Roadster-Verdeck. Das liegt jetzt hier hinten drin. Könnt ihr da sehen, das wird da hinten reingeklemmt, das ist nicht gefüttert. Aber wenn es mal wirklich regnet, ihr seid auf der Mille Miglia unterwegs, zack, hochholen, drüber schnallen und weiter geht's. Was ich auch schön finde, ist das hier, dadurch zieht das nicht ganz so. Das haben sie nicht alle gehabt, er hat das gemacht. Das ist so ein Zusatzteil. Ich habe es bei einigen schon gesehen, er hat das auch. Auch übrigens interessant hier, also das ist alles mal neu verchromt worden. Das sah sehr oft nicht mehr gut aus bei diesen Autos. Hier sieht es gut aus, ist gut restauriert worden. Also wirklich ordentlich restaurierter Wagen, der eine ganz tolle Ausstrahlung hat, wie ich meine. Ist ein schöner Wagen. Okay, also hier die Randbremse einfach so zurückziehen, habt ihr gesehen. Hier ist die Schaltung. Machen wir mal sicherheitshalber einen Leerlauf rein. Dann auf Zündung an. Benzinpumpe könnt ihr hören. Immer ein bisschen warten, bis er genug hat in den Vergasern. Wumm, und da ist er. Top. Also der Motor läuft auf jeden Fall gut. Man sitzt auch schön hier drin. Ich finde die Farbe sehr gut. Hat eine sehr schöne Anmutung. Also so für mein Verständnis, so muss ein Sportwagen aussehen, so richtiger Sportwagen. Das muss nicht alles ganz perfekt sein. Wichtig ist, dass er gut fährt. Dass er Matching hat, das hat er auch. Er fährt gut, ich kann überall mitfahren, wo ich Lust habe. Und ich habe Spaß dabei, das ist das Entscheidende. Spaß, Freude am Auto, ihr kennt ja mein Motto. Und Freude am Auto hat man hier. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, geht hier steil runter, wegen der Bremsen. So ganz 100% kenne ich das Auto noch nicht. Aber wir haben heute ganz viel landwirtschaftlichen Verkehr. Und wenn uns da plötzlich ein Traktor vorfährt und ich komme hier mit 100 Sachen angefahren, Vorsicht, muss man aufpassen. Sowas darf nicht schief gehen. Es sind halt andere Bremsen als heutzutage, das ist ein Unterschied. Und wenn man so einen modernen Porsche fährt oder Ferrari, das kann man damit gar nicht vergleichen. Was ich jedenfalls klasse finde, er hat eine tolle Tröte, hört ihr das? Ab und zu mal eine Fehlzündung, so muss das sein bei so einem Auto. Ja. Also sowas macht mir richtig Spaß. Drauftreten. Mal so richtig schön drauftreten. Aber im modernen Verkehr kann man gut mithalten. Das Auto hat genügend Kraft und Dampf. Ja. Fährt sehr schön. An den geraden Auslauf gewöhnt man sich auch. Und man versteht auch gut, wenn man das Auto fährt, warum der seinerzeit so erfolgreich war. Es war ja ein Riesenerfolg damals, ein weltweiter Erfolg.
kommt gut nach vorne mit dem Wagen. Es geht schön voran. Die Speichen sind neu, das kann man sehen. Zentralverschlüsse sind die richtigen drauf. Jedenfalls ein sehr schöner Gebrauchs-Oldtimer, wo man überall mitfahren kann. Und man hat hier, das möchte ich doch noch mal erwähnen, man hat hier für verhältnismäßig wenig Geld sehr viel Leistung. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis vom Jaguar XK ist extrem gut. Und ich finde, der Wagen ist wunderschön von der Linie, von der Form. Also ist ein ganz, ganz toller Insgesamt-Kompromiss. Wenn man einen richtig tollen Oldtimer haben möchte, der alles kann, da ist der XK genau das richtige Auto. Und da das eine sehr, sehr zuverlässige Maschine war, Auto kann man sich immer kaufen, er kann überall repariert werden, wenn doch mal was sein sollte. Ein ganz toller, alltagstauglicher Motor, der über Jahrzehnte bei Jaguar verbaut wurde. So. Also jetzt kommt... Man sitzt auch ein bisschen härter in den Kübelsitzen, aber ist alles in Ordnung. Also ich bin die Mille Miglia 1997 mit dem 3-Liter Bentley gefahren, das war schon wesentlich härter. Also mit dem Auto, glaube ich, sehr viel angenehmer. Er hat auch sofort Drehmoment, er reagiert sofort. Da kommt sofort was. So, und da kommt jetzt das nächste Gewitter. Sowieso höchste Zeit, dass wir uns der Heimat nähern. Pam. So. Ja, das ist wirklich ein schönes Automobil, ein wirklich schönes Fahrzeug, muss man sagen. Richtig Autofahren, aktiv erleben, das tut man mit dem Jaguar. Man sitzt auch toll im Freien, hat diesen schönen Chromrahmen vor sich, schöne große Fenster. Damals auch mit der Doppelscheibe, ist er beim XK115 nachher abgeschafft worden, gab es das nicht mehr. Ja, da vorne kommt Beuerberg in Sicht, unsere 15 Kilometer Probefahrt geht zu Ende. Fazit von dem Auto, er läuft sehr, sehr schön. Das Auto erzeugt so ein bisschen Kribbeln, ist so ein richtiger Sportwagen, ein richtiger, kerniger Engländer. Ein schönes Auto, was ich euch empfehlen kann. Wer Spaß Spaß daran hat, aktiv Auto zu fahren, der kann sich das Auto bei uns kaufen. Er kauft einen schönen und einen guten Wagen. Ja, und da sind wir wieder. Ich möchte mich bei euch verabschieden. Bis zu unserem nächsten Dreh. Das ist schon wieder in Vorbereitung. Hier vorne könnt ihr schon sehen, gerade in Pflege, ein Auto, was wir gerade bekommen haben, ein Cord. Es bleibt spannend bei uns. Euch alles Gute, schöne Sommerferien und bleibt weiter hier im Thema Automobil sein. Alles Gute, euer Stefan Luftschütz. Ciao.